Wir stehen hier in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin und mein Name ist Michael Eisenhauer. Ich bin der Generaldirektor der Staatlichen Museen, aber ich bin zugleich auch Direktor der Gemäldegalerie und der Skulpturensammlung. Und genau vor diesem Hintergrund interessiert mich natürlich ganz besonders, was haben denn Skulpturen mit Gemälden zu tun? Es gab unendlich viele Maler in der Kunstgeschichte, die auch Bildhauer waren. Es gab Bildhauer, die Bilder gemalt haben. Und es gab ganz viele Werkstätten, in denen sowohl Skulpturen als auch Gemälde geschaffen worden sind. Und wenn wir jetzt, wie hier in dem Raum 13 der Gemäldegalerie, im Raum des 17. Jahrhunderts aus Spanien stehen, dann sehen wir lauter Maler um uns herum, die ganz dicht sich an die Skulpturen und die Bildhauerei der Zeit angelehnt haben. Hinter mir beispielsweise sehen Sie ein Gemälde mit der Maria der unbefleckten Empfängnis, ein Werk von Juan Roellas, der im 17. Jahrhundert, im zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die Figur seiner Maria fast plastisch aus dem Bild heraustreten lässt. Und der Bezug wird hergestellt durch einen anderen Marienkopf, den wir hier auch zeigen, Pietro Roldan, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts uns eine Maria zeigt, die wie ein Gemälde aufgefasst ist, die von einem Maler angemalt wurde, der die ganze Skulptur wie ein Gemälde aufgefasst hat. Die Vorstellung, dass wir Gemälde und Skulpturen in verschiedenen Museen ausstellen, ist eine sehr neue Idee. Das ist eine Idee, die mit der Geburt des Museums im 19. Jahrhundert überhaupt erst entstanden ist. Davor haben wir die Kunstgeschichte und die Bilderwelt immer als eine Einheit begriffen. Und wir wollen unsere Besucher etwas darauf hinleiten und ihnen zeigen, dass das eine ohne das andere gar nicht existieren kann. Als 1904 das Bode-Museum, in dem wir hier stehen, eröffnet wurde, war es ein Einrichtungskonzept, epochenübergreifend Kulturen und verschiedene Möglichkeiten von Kunst in einem Raum zu zeigen. Sie sehen hinter mir einen Altar, der in Brüssel um 1470, 1480 etwa entstanden ist. Und an den Seitenflügeln sehen Sie Malerei. In der Mitte sehen Sie geschnitzte Skulpturen und drumherum sehen Sie einen Kasten, der das alles zusammenhält. Und alles wurde durch unterschiedliche Handwerker hergestellt. Der Kasten von einem Schreiner, der auch die Holztafeln hergestellt hat. Die Flügel, die hat der Schreiner dem Maler geliefert, der dann diese Malereien aufgebracht hat. Die Skulpturen wurden durch einen Bildschnitzer hergestellt, der hat aber dann wiederum selber sein Produkt zu einem anderen Maler gebracht, den nennt man Polychromierer. Und wenn dann alle Teile durch die verschiedenen Handwerker fertiggestellt waren, wurde alles zu dem Altar zusammengefügt, der dann in die Kirche geliefert wurde. Heute steht so etwas im Museum, als Beispiel hinter mir, und man bekommt eine wunderbare Vorstellung davon, wie die verschiedenen Künste zusammengewirkt haben, um ein Kunstwerk fertigzustellen und auch dann in Gebrauch zu bringen. Wenn Sie die staatlichen Museen zu Berlin besuchen, lade ich Sie ein, die Gemäldegalerie und die Skulpturensammlung im Bode-Museum zu besuchen. Verschaffen Sie sich einen Eindruck von beiden Sammlungen. Sie gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille.